Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da bin ich wieder, heute mit einem Amazon Favorites Video. Das habe ich auch schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gemacht und ich bekomme halt immer wieder Fragen zu Sachen, die ich trage, wie Schmuck, Haare, Klamotten und ja, und ich dachte, ich zeige euch halt mal so ein paar Produkte, die ich richtig, richtig gut finde, die ich in letzter Zeit fast täglich benutze und das Video ist so ein bisschen all over the place. Ich habe das jetzt nicht so sortiert. Ich habe jetzt hier die Sachen um mich rumliegen und werde euch das nach und nach zeigen. Also nicht wundern, wenn es dann vielleicht so ein bisschen durcheinander ist, wenn ich von Elektronik plötzlich zu Klamotten switche oder whatever. Ich habe euch natürlich alle Produkte unten in der Infobox markiert. Ich habe auch dort meine Amazon Stores Front. Da habe ich halt auch Produkte, die ich für mich selbst gekauft habe. Also alles, was ich euch heute zeige, ist auch selbst gekauft. Und ich würde nie was zeigen, was ich nicht gut finde. Dort habe ich halt auch Produkte unter Kategorien eingeordnet. Also da lohnt es sich auch immer wieder mal vorbeizuschauen. Es sind auf jeden Fall Amazon Affiliate, oh Gott, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, Links. Das heißt, wenn ihr über den Link das Produkt kauft, dann bekomme ich eine kleine Provision. Euer Preis ändert sich allerdings nicht. Das heißt, ihr bezahlt das gleiche, wie was ich bezahlt hätte. Nur, dass ihr darüber Bescheid wisst. Ihr müsst es natürlich nicht über diesen Link kaufen. Aber damit unterstützt ihr mich halt auch ein bisschen. Also macht es sehr gerne. Ja, falls euch das Video Spaß macht, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da, falls du neu hier gelandet bist. Abonniert auf jeden Fall die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und ich würde sagen, wir starten. Das erste, was ich euch zeigen möchte, was ich wirklich sehr, sehr, sehr viel benutze und ich liebe es einfach, ist dieser Kompaktspiegel. So schaut der aus und tada! Das Tolle an dem ist, der hat Licht. Man kann das hier auch ändern, das Licht. Und in verschiedene Stufen und heller und wie man sehen kann, ist das halt auch sehr, sehr bright. Und man hat einen Vergrößerungsspiegel und man hat halt einen normalen Spiegel. Und ich sage euch, das ist ein Lifesaver, gerade für mich, der am Wochenende viel unterwegs ist, auch auf Partys oder auch mal draußen länger ist und so. Und oft ist es ja so, wenn man sonst einen Spiegel hat, dann braucht man halt Licht. Und so habe ich alles in einem und ich kann alles sehen. Man sieht wirklich alles. Und ich liebe das. Das hat mich schon so oft gerettet, gerade in extrem dunklen Umgebungen. Der Akku hält super, super lange. Also ich habe den bisher einmal geladen. Dadurch, dass der halt auch so zusammenklappbar ist, ja, passiert dem Spiegel halt auch nichts. Man lädt den dann hier einfach über ein USB-C-Kabel, ist auch ziemlich schnell aufgeladen und ich liebe den. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Probiert den mal aus. Dann jetzt in den warmen Sommertagen habe ich auch ein Produkt, was ich auch sehr oft verwende. Und zwar ist es dieser kleine Ventilator. Der ist super praktisch und auch sehr klein und handlich und passt halt auch in jede Handtasche, vor allem auch in meine kleine Handtasche. Und der hat halt 3 Stufen, ja. Der hat drei Stufen und meistens lasse ich ihn auf der ersten Stufe laufen, dann hält er ziemlich lange. Und je höher die Stufe ist, desto schneller ist halt der Akku aufgebraucht. Aber bisher ist mir das nur einmal draußen passiert. Wenn ich den lade, dann hält er eigentlich fast eine Woche, würde ich sagen. Das Einzige, was bei dem so ein bisschen nervig ist, hier ist so ein kleines Licht, woran man sieht, wie den Ladestatus. Das kann in dunklen Umgebungen so ein bisschen hell scheinen. Deswegen werde ich da vielleicht nochmal so einen kleinen Sticker drauf machen. Aber ich mag den unglaublich gerne und ist halt angenehmer auch mit dem Fächer manchmal, weil man gar nichts machen muss. Ne? Und man kann ihn auch super hinstellen. Also der kann halt so stehen oder man kann ihn halt so hinlegen. Der Kopf ist halt auch beweglich. Und ich finde den richtig gut, habe ich euch unten markiert. Dann, was ich auch habe, was ich praktisch finde, ist, ich habe so eine kleine Mini-Powerbank und zwar diese hier. Ja, die wird halt per USB-C oder USB-Anschluss aufgeladen und ich finde die super praktisch, weil die halt sehr, sehr klein und leicht ist. Sie schafft es allerdings nicht, mein komplettes Handy zu laden. Also ich habe ja das 14 Pro Max, das lädt sie ungefähr so 70% schafft sie. Ansonsten, wenn ihr ein kleineres iPhone habt, dann kriegt das iPhone auf jeden Fall komplett voll. Aber für mich reicht das halt. Also ich
Hauptsache, ich habe dann noch Akku, der dann reicht, bis ich zum nächsten Mal zu Hause lade. Deswegen funktioniert das ganz toll, auch wenn es das jetzt nicht ganz voll kriegt. Das Tolle ist, es funktioniert auch mit MagSafe. Das heißt, ich muss auch kein Kabel mitnehmen. Ich kann das hinten einfach, man braucht natürlich eine passende Hülle, die zeige ich euch gleich, aber man kann das halt hinten auf iPhone auflegen und das ist dann halt magnetisch, wird es gehalten und lädt halt. Deswegen finde ich das auch gut, dass ich dann kein extra Kabel mitschleppen muss. Man kann aber auch natürlich hier dann über Kabel laden, dafür gibt es die Anschlüsse. Finde ich sehr, sehr, sehr praktisch. Ich hatte noch eine andere, die war ein bisschen größer, aber ich liebe die, weil die halt so klein ist und ja, die finde ich sehr gut. Ich würde sagen, dann bleiben wir beim Handy und zwar will ich euch mal meine aktuelle Hülle zeigen. Ich habe die doppelt, also ich habe noch eine andere, aber ich habe mir jetzt noch mal eine neue zusätzlich in einer anderen Farbe bestellt und zwar so schaut die aus. Ich liebe diese Hüllen und zwar liebe ich die vor allem wegen diesem Ring hier. Das ist halt MagSafe, dass man halt per magnetisch laden kann. Und das Tolle ist, diesen Ring kann man hier ausklappen. Und ich bin halt eine Person, die gerne mal so Videos schaut, YouTube-Videos, Instagram etc. Und so habe ich immer die Möglichkeit, mein Handy aufzustellen. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Viele haben mich auch schon gefragt, wo ist das, ich will das haben und ich finde das total toll, weil man dann immer irgendwie nebenbei YouTube schauen kann, wenn man sich schminkt oder man kann auch eine Instagram-Story machen. Ich finde die wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt ist es ja so, dass viele tragen ja aktuell diese Noppen hinten auf den Handys. Wisst ihr, was ich meine? Die sind halt richtig toll, weil damit kannst du dein Handy an glatten Oberflächen wie Spiegel, Fenster etc. befestigen. Das Problem ist halt, diese Dinger waren immer zum Kleben. Und dadurch, dass ich ja diesen Ring hier gerne verwende, funktioniert es dann halt nicht. Weil wenn ich das hier draufklebe, kann ich den Ring nicht mehr öffnen und dann funktioniert kein MagSafe. Nun gibt es diese Teile aber auch magnetisch. Das heißt, hier ist ein Magnet innen drin verbaut. Und dadurch kann ich das ganz leicht ab- und anmachen und es hält genauso gut am Spiegel, wie wenn das jetzt geklebt ist und ich versaue halt auch meine Hülle nicht. Und ich finde das total toll, dass ich das jetzt auch verwenden kann, gerade mal, wenn ich hier zum Beispiel mich irgendwie mal zurecht mache und das für euch filmen möchte, ist das super praktisch, dass ich das dann an meinen Spiegel machen kann. Das heißt also, diese Noppendinger gibt es auch jetzt magnetisch und das hält wirklich, ich habe ja das größte iPhone und das hält, also das fällt nicht runter, ne? Ich glaube, es hält sogar auch ohne Hülle, aber mit so einer Hülle hält es halt einfach noch besser. Das heißt, Handy Game Changer habe ich euch natürlich unten markiert, liebe ich sehr. Dann kommen wir jetzt noch zu einem Produkt, was super wichtig für mich ist, gerade im Sommer. Und zwar hier einen By the Way. Naja, By the Way ist die andere Marke. Das ist halt auch so ein Mückenteil, was heiß wird und was man auf den Mückenstich macht. Erst gestern wurden meine Beine komplett zerstochen. Und ich bin halt so eine Person, das schwillt bei mir sehr doll an und das juckt halt auch sehr doll. Und wenn ich das verwende, juckt es gar nicht mehr. Und wenn es mal wieder anfängt zu jucken, dann mache ich es nochmal drauf. Manchmal muss man es ein paar Mal wiederholen, aber es bringt auf jeden Fall was. Die Mückenstiche schwellen nicht an. Es juckt nicht und ich habe auch das Gefühl, dass sie schneller wieder weggehen. Und ich habe sowas jetzt auch immer in meiner Handtasche mit dabei. Ich habe auch schon ganz vielen Freunden damit geholfen, wenn wir unterwegs waren und jemand gestochen wurde. Also holt euch das. Das ist wirklich für mich Lifesaver. Und das funktioniert nicht nur bei Mückenstichen. Ich glaube, hier letztens hatte ich so ein, ich weiß nicht, ob es nennen, was das war, aber da hat mich auch was gestochen und ja, hat auf jeden Fall geholfen und auch super praktisch, dass da auch dieser By the Way, ich weiß nicht, ob es das Original war, aber der ist ja größer und ich finde es halt toll, das so klein und handlich dabei zu haben. Ja, und ich sage ja, es geht hier ein bisschen all over the place, aber ich zeige euch jetzt nochmal, und zwar diese Teelichter hier, das sind LED-Teelichter und ich finde die halt super schön. Sieht man es jetzt? Ja. Genau, ich habe die hier überall in der Wohnung verteilt und die machen echt eine sehr schöne Atmosphäre. Die kommen auch mit einer Fernbedienung und das Tolle ist, die sind mit Akku. Das heißt, man kann die wieder aufladen. Die kommen halt auch mit so einem Kabel, wo man dann mehrere gleichzeitig aufladen kann. Also mehrere USB-C-Anschlüsse an dem Kabel. Insgesamt sind das halt 12 Stück. Und das Tolle ist, wie schon gesagt, da ist auch eine Fernbedienung dabei. Das heißt, man kann das per Timer einstellen etc.
Und das Tolle ist, man braucht keine Batterien dafür. Und deswegen wollte ich euch das zeigen, weil ich finde, die machen eine echt schöne Atmosphäre hier in der Wohnung. Ich habe die hier überall, auch auf dem Balkon, in meinen Teelichthaltern habe ich die halt drin. Und kosten echt nicht viel Geld. Ich finde das echt eine super Sache. Ich bekomme immer wieder Fragen nach meinen Ketten, nach dieser hier oder halt auch nach meinen Apple Watch Armbändern. Ihr wisst ja, ich liebe meine Apple Watch, Addicted. Ich habe da übrigens halt auch so eine Schutzhülle drüber in Gold. Das ist halt so ein Lederarmband, so ein schlichtes. Und das habe ich euch auf jeden Fall auch in der Infobox markiert. Das gibt es auch in anderen Farben. Und ich liebe das, meine Apple Watch halt auch meinen Outfits anzupassen, weil ich sie schon 24 Stunden gefühlt trage. Außer wenn ich jetzt schlafe, da trage ich es meistens nicht. Für zu Hause liebe ich halt hier solche bequemen Bänder oder die trage ich auch zum Sport. Die gibt es halt in ganz, ganz vielen Farben. Und das ist halt so ein ganz angenehmer Stoff, den man halt auch waschen kann. Und natürlich habe ich dann auch solche metallmagnetischen, also ich habe wirklich echt viele Armbänder schon. Und habe ich euch auch unten ein paar markiert, die ich richtig gut finde. Und jetzt kommen wir nochmal zum Schmuck. Wie schon gesagt, ich bekomme immer wieder Fragen, woher meine Ketten sind. Letztens wurde ich zum Beispiel hier nach der gefragt. Die fanden von euch viele sehr, sehr, sehr schön. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt hier für Blau entschieden. Und ich finde diesen Hersteller, ich habe jetzt mehrere Ketten von dem, den finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich zeige euch jetzt mal die andere Kette. Das ist die andere Kette und die trage ich unglaublich gerne. Ich liebe diesen grünen Stein, der leuchtet so schön. Die Kette ist sehr, sehr, sehr fein. Leider hat die so ein bisschen, finde ich, so einen blöden Verschluss, der ein bisschen schwer auf und zu geht. Aber ansonsten ist diese Kette wunderschön. Ich werde auch immer wieder nach meinem Kreuz gefragt. Das ist dieses hier. Auch total schön. Ich trage das sehr, sehr, sehr gerne. Und das ist halt auch 900er 25 Sterling Silber, was halt teilweise dann auch vergoldet ist und so. Das heißt, das sollte sich dann auch nicht verfärben und sollte so schön bleiben. Habe ich euch auch ein paar unten markiert, weil ich immer wieder danach gefragt wurde. Was ich im Sommer gefühlt jeden Tag trage, sind solche Shorts. Ich liebe solche Shorts. Die sind so schön und angenehm. Und ich habe die jetzt gefühlt in 1000 Farben. Die finde ich auch andauernd bei Amazon. Diese trage ich jetzt in einer Größe, also ich bin 1,75 groß und ich wiege 69 Kilo. Ich habe die vorher oft in L bis XL bestellt. Die passen mir auch noch, allerdings sind sie ein bisschen lockerer und ich bin jetzt umgestiegen auf S bis M. Der Stoff ist aber auch sehr, sehr, sehr dehnbar. Und ich habe die halt in ganz, ganz vielen Farben, zum Beispiel wie diese hier. Bei der ist zum Beispiel so, dass das hier noch so ein bisschen am Po gerafft ist. Dadurch sieht dann der Po auch ein bisschen größer aus. Ne? Nicht, dass meiner klein wäre, aber naja, es geht ja immer mehr. Ne? Super angenehm, auch bei richtig heißen Tagen. Ich liebe das. Das ist eine Farbe, die ich habe. Dann hier nochmal so in Dunkel und in Kurz. Also diese Shorts, die trage ich unglaublich gerne. Kann ich euch sehr empfehlen, sind sehr bequem. Kann man zum Beispiel auch zum Sport anziehen, wenn man das möchte. Aber ich trage sie wirklich auch viel, viel im Alltag. Was ich im Sommer jetzt fast auch mindestens einmal die Woche verwende, ist sowas hier. Das ist ein Rückenteil und ein Handschuh für meinen Selbstbräuner. Das ist super, super praktisch, weil gerade hiermit kann ich mir den Rücken eincremen. Man macht hier halt dann einfach den Selbstbräuner drauf und geht dann halt so lang. Das Tolle ist, ich kann das auch waschen. Ich packe das dann einmal in die Woche in die Waschmaschine bei 15 Minuten und dann ist das halt wieder sauber und trocknet halt auch total schnell. Richtig, richtig praktisch. Also wer Selbstbräuner verwendet, holt euch das. Und dann wollte ich euch noch mal 2 andere Klamotten zeigen. Ich habe so ein bisschen so Amazon für mich entdeckt, Klamotten bestellen. Muss ich ehrlich sagen, weil manchmal sind da richtig coole Sachen dabei. Und zwar einmal dieses Kleid. Ich zeige euch das gleich nochmal eingeblendet, wenn ich es trage. Und das Tolle an diesem Kleid ist, da ist so ein Stoff mit eingenäht hier, der ein bisschen formt. Das heißt, es sitzt an der Taille nämlich sehr, 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 sehr fest. Hier sieht man das auch nochmal. Und dadurch macht das wirklich eine extreme Sanduhrenfigur.
Und ich finde das total toll, dieses Kleid. Ich habe von diesem Hersteller auch noch 2 Bodies, die sind auch richtig gut. Aber dieses Kleid, ich habe das schon so oft im Sommer jetzt getragen und bekomme immer Komplimente dafür. Da ist halt auch so ein Bleienschlitz. Also das ist wirklich ziemlich schön. Und ich finde, das kann man für so viele Sachen anziehen. Und das Tolle ist, dass es halt shaped. Ich habe das in der Größe M genommen. Und dann habe ich hier auch so einen Jumpsuit. Ich liebe solche Jumpsuit oder Onesies oder was kann man, Overalls kann man ja auch noch dazu sagen. Und da habe ich auch ein paar jetzt in verschiedenen Farben und Formen. Ich habe euch da unten mal meine Jumpsuits markiert. Ich wollte euch aber halt einmal diesen hier zeigen, wie man jetzt seht, hier an der Seite. Der sitzt auch richtig schön, ist auch so ein Po so ein bisschen gerafft, gibt es in verschiedenen Farben und der ist echt günstig gewesen. Und immer wieder werde ich gefragt, woher hast du den, woher hast du den? Wenn ich den anhabe, von Amazon. Ich habe ihn von Amazon. Aber mir gefällt er richtig gut. Auch der Stoff ist halt schön fest. Und ich habe euch, wie schon gesagt, so meine Lieblings-Onesies, Jumpsuits unten markiert. Ich bekomme immer wieder Fragen wegen Perücken. Diese Perücke ist auch von Amazon. Ich liebe die. Ich habe die mir sogar doppelt gekauft, weil ich die auch gerne anziehe zum Sport und zum Schwimmen gehen. Die ist echt Haar. Das ist halt keine Lace-Front-Perücke, aber durch den Pony kann man das halt auch so tragen. Und ich liebe die Locken und man kann die ganz normal waschen und das ist echt toll. Und der Preis ist echt super, deswegen, ich habe die euch auch unten markiert und ich zeige euch nochmal meine andere Lieblingsperücke aktuell. Und zwar ist das diese hier. Ich muss allerdings dazu sagen, dass die gefärbt ist von mir. Also ich habe die selber gefärbt. Die kommt halt in komplett Platinblond. Also ich habe halt den Ansatz gefärbt. Und dann habe ich hier die nochmal getönt. Ich habe hier auch nochmal so 1, 2 Tressen angenäht mit so einem braunen Highlight drin, damit es einfach nicht nur platinblond ist. Und das Tolle ist, das ist halt auch eine Lace-Front. Man bekommt ordentlich Lace und vor allem die Größe. Also ich habe einen relativ großen Kopf. Ich glaube, mein Kopfumfang ist so 59, 60 Zentimeter. Und viele der Perücken, die man online bekommt, sind mir mal ein bisschen zu klein gewesen. Aber die ist perfekt von der Größe. Man kann das natürlich hier hinten einstellen und ich nähe ja hier auch immer das Stretchband ein, aber auch die Haarqualität ist wirklich gut und die ist echt super günstig, aber man muss natürlich Arbeit reinstecken. Also es sei denn, man sagt, ich will komplett platinblond sein. Aber auch das Färben und das Tönen hat super funktioniert. Ich kann die euch wirklich empfehlen und der Preis ist echt super. Und ich werde mir jetzt demnächst noch eine bestellen, weil ich möchte gerne mal wieder so einen kürzeren blonden Bob haben. Also das ist auch noch dabei, weil ich auch immer wieder Fragen zu Perücken bekomme. Und für meine Mädels, die jetzt keine Perücken irgendwie tragen, da kann ich euch ein paar Extensions empfehlen. Und zwar diese hier. Ich nutze sowas oft, um das manchmal in meine Perücken noch einzunähen. Oder halt, ja, um auch Clip-Extensions zu basteln. Und da habe ich einen richtig guten Anbieter gefunden. Und wie man sehen kann, die Qualität ist mega. Guckt mal, wie dick die Enden auch sind. Und man bekommt echt viel für einen sehr guten Preis. Das ist das Weißblond übrigens. Die Farbe kam halt auch so. Die ist nicht gefärbt oder getönt von mir. Ich habe hier das auch noch von denen. Das ist halt noch mit so ja, kühlbraunen Highlights. Und wie schon gesagt, ich nutze das halt auch, um meine Perücken manchmal, wenn die ein bisschen dünn sind, zu verdichten. Zum Beispiel das, was sie vorhin gesehen hatte, hier, das hier habe ich halt in diese blonde Perücke eingenäht. Das waren die und auch die Haare sind super weich, angenehm. Also es ist auf jeden Fall echt Haar und richtig gute Qualität. Also ich finde den Hersteller wirklich toll. Ich habe den auch meiner Schwester empfohlen. Die hat sich da auch Extensions geholt. Also gibt es halt auch als Tapes und auch als Clip-Ins und alles mögliche. Aber den finde ich sehr gut. Ja, dann sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wie schon gesagt, gebt mir einen Daumen nach oben, Glocke abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr informiert wird, wenn es ein neues Video gibt. Und ich bin jetzt gerade im Urlaub. Mein Urlaub hat jetzt begonnen. Ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub und übermorgen fliegen wir nach Griechenland. Es geht in den Urlaub. Ich freue mich sehr drauf. Ich brauche das jetzt auch gerade. Und ich werde euch natürlich mitnehmen. Das heißt, ich werde auch den Urlaub ein bisschen vloggen. Und
ja, wenn dieses Video online geht, dann bin ich gerade im Urlaub und genieße Sonnenstrahlen im Meer. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut und ihr könnt auch den Sommer genießen. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Produkt ihr euch holen möchtet, welches Produkt euch interessiert oder was ihr als nächstes von mir sehen möchtet. Darüber freue ich mich. Und auch wenn es nur ein Herz-Smiley ist. Hauptsache Kommentare, alles für den Algorithmus. Vielen, vielen Dank. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend und wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Bis dann. Mua.